Hallo Freunde, in dieser Ausgabe erzählen wir euch von tollen Funden aus aller Welt. Schauen Sie es sich bis zum Ende an und hinterlassen Sie Ihre Eindrücke, Schlussfolgerungen und Kommentare unter dem Video. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft der modernen Welt hat sich eine bestimmte Version der Geschichte entwickelt, in der es keinen Platz oder auch nur einen Hinweis auf die Existenz antiker hochentwickelter Zivilisationen gibt. Doch die Welt entwickelt sich weiter, alte Theorien werden aufgrund neuer Fakten widerlegt. Geschichte ist eine Wissenschaft, die versucht, sich auf alte Forschungen und Dogmen zu stützen. Unter Ignorierung neuer Fakten und Erkenntnisse. Joaffenschiff aus dem präkolumbianischen Amerika. Was ist daran so interessant? Es handelt sich um ein Schiff. Es ist nicht bekannt, woraus es bestand, aber es war ziemlich schwierig, es zu bauen. Es besteht vollständig aus Obsidian. Obwohl dieser Stein bearbeitbar ist, ist dies nur mit großem Aufwand möglich. Die Azteken waren das Volk, das einen der mächtigsten Staaten im präkolumbianischen Amerika gründete, nur die Spanier konnten ihren Wohlstand unterbrechen. Heute wissen wir von diesem Volk nicht nur aus schriftlichen Quellen, sondern auch aus archäologischen Funden. Eines davon war ein Gefäß aus Obsidian, auf dem ein Affe zu sehen ist. Als die Experten begannen, den Fund zu untersuchen, waren sie sehr überrascht. Wie konnte eine so hochwertige Arbeit in so langer Zeit geleistet werden? Wenn wir über Ton sprechen würden, dann gäbe es keine Fragen, sondern Obsidian. Tatsächlich waren Produkte aus diesem Material schon früher bekannt, sie können jedoch nicht der hohen Kunst zugeschrieben werden. Pfeilspitzen zum Beispiel sind ganz einfach und grob, und jetzt plötzlich solche Technologie. Es ist nicht verwunderlich, dass die Wissenschaftler, die ihre verschiedenen Theorien entwickelten, aus verschiedenen Teilen der Erde kamen. Im Allgemeinen beschränkten sich ihre Gedanken auf die Tatsache, dass die Azteken dieses Schiff nicht hätten bauen können. Daher reichten ihre Fähigkeiten eindeutig nicht aus. Geheimnisvoller heiliger Würfel aus Indien. Kürzlich fand in Mittelengland am Ufer eines Flusses in der Nähe von Coventry ein Anwohner beim Angeln einen Haufen seltsamer Steine im seichten Wasser. Sie bestehen aus Blei und sind mit unverständlichen Symbolen versehen, die auf den religiösen Zweck dieser Gegenstände hinweisen. Durch offene Recherchen im Internet wurde festgestellt, dass die Symbole hinduistisch sind. Die Würfel wurden wahrscheinlich von Indien nach England gebracht, aber für den praktischen Gebrauch weggeworfen. Das Haupträtsel besteht darin, dass es bisher niemandem gelungen ist, den Zweck dieser ungewöhnlichen Objekte herauszufinden. Die Symbole an den Rändern wiederholen sich, wodurch das dekorative Muster einem Sudoku ähnelt, da jede Spaltenreihe und jede Diagonale eine einzige Bedeutung hat. Dies deutet darauf hin, dass die Würfel magische Yantra-Werkzeuge sind, um die Aufmerksamkeit zu lenken und verschiedene Rituale im Hinduismus durchzuführen. Das Material der Würfelblei ist in der hinduistischen Astrologie das Symbol von Rahu, eins der Teile der Mondbahn. Sie können also Rahu-Yantras der sogenannten religiösen Gemeinschaft sein. Zusammen mit den Würfeln wurde eine Münze gefunden, die eine Frau mit vielen Händen auf einem Löwen zeigt. Dies ist das Zeichen von Durga, Muttergöttin. Und deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass die Würfel für an sie gerichtete Gebete bestimmt waren. Während Enthusiasten spekulieren, versuchen Wissenschaftler, das Alter der Würfel zu bestimmen. Die neueste amerikanische Methode im Fall von Blei lässt eine Abweichung von 150 Jahren zu, was möglicherweise nicht signifikant ist, wenn wir von mehreren Jahrtausenden sprechen. Aber was wäre, wenn die Würfel erst vor relativ kurzer Zeit hergestellt würden? 2000 Jahre alte Karte. Sie ist sogar älter als die mysteriösen Piri-Reis-Karten. Diese sind 500 Jahre alt und die in Mexiko gefundene Steinkarte wurde vermutlich zwischen 200 vor Christus und 200 NCHR angefertigt, also 1,5 Jahre älter als die Piri-Reise-Karten. Was genau sie dort geschnitzt haben, muss noch geklärt werden. Die Datensätze sollten entschlüsselt werden, aber mit einem Block ist bereits ein Erfolg erzielt. Es ist eine Karte der umliegenden Länder. Flüsse und Schluchten sind darauf mit Linien markiert, Siedlungen in deren Nähe sind mit Vertiefungen und Kreisen markiert. Im Allgemeinen entspricht die Karte recht genau dem Südhang des Vulkans Fuego, de Colima, wie Wissenschaftler sagen. Die eingeritzten Zeichnungen auf dem Basaltblock sind nicht zu entziffern. Ja, was darauf eingeritzt wurde, aber wenn man es nicht weiß, ist es auch unmöglich, den Basaltblock selbst zu datieren. Aber ist es möglich, diesen Stein mit einem Vulkanausbruch in Verbindung zu bringen und zu verstehen, bis wann diese Karte erstellt werden konnte?
Die Zeichnungen selbst können nach allgemeinen Informationen aus den Ausgrabungen datiert werden. Hier wurden viele Objekte gefunden, die sich gut für Standarddatierungsmethoden eignen und deren Zeichnungen mit der gleichen Technologie erstellt wurden. Daher ist die Datierung dieser Karte auf die Zeit vor über 2000 bis 200 Jahren hinreichend genau. Ein 1700 Jahre altes Brettspiel. Ein römisches Brettspiel, das in einer skandinavischen Grabgrube gefunden wurde, besteht aus Knochenwürfeln und 18 runden Figuren, die von einer hochrangigen Person verwendet werden. Ein Spiel namens Ludus Landro Quorum besteht aus 19 Teilen, darunter längliche Würfel, die im Kampf zwischen zwei Spielern verwendet werden. Zusammen mit dem Spiel entdeckten Wissenschaftler Keramik, Knochenfragmente, einen Bronzegegenstand und gebranntes Glas. Die Artefakte wurden in einer Feuerbestattungsgrube gefunden, bei der es sich vermutlich um eine Grabstätte handelt. Acts of High Status Ludus Lan Throne Quorum ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten, um die Figuren des Gegners zu erobern. Jeder Spieler hat die gleiche Anzahl an Plättchen, die sich farblich vom Gegner unterscheiden. In einigen Versionen dieses Spiels hat jeder Spieler auch Enten. Ein besonderes Stück mit verbesserten Fähigkeiten. Die Spielsteine bewegen sich auf dem Spielbrett, umschließen einander, fangen ein Spielstück mit der gleichen Farbe ein, das zwischen 2 und 2 liegt. Ein anderes wird aus dem Spiel entfernt. Leute, die ähnliche Spiele spielten, stammten aus der örtlichen Aristokratie oder Oberschicht. Das Spiel hat bewiesen, dass man die Zeit hat, Gewinne zu erzielen und strategisch zu denken. Wie ist die Zusammensetzung des Meteoriten, der im Jahr Januar 2000 in Kanada einschlug, ein großer Meteorit, der in Kanada einschlug, was die Wissenschaftler völlig verblüffte? Ein Meteorit fiel in den Tagisee. Nachdem die Meteoritenfragmente gesammelt worden waren, wurden sie für Forschungszwecke aufbewahrt. Bei der Untersuchung der Fragmente stellten die Wissenschaftler fest, dass sie reich an Kohlenstoff und Aminosäuren sind. Es stellte sich außerdem heraus, dass die Umgebung des Meteoriten stark alkalisch war. Das Ergebnis der Erkenntnisse der Wissenschaftler war, dass vor 7 Milliarden Jahren 70% der Erdatmosphäre aus Kohlendioxid bestand. Mehr als 700.000 Artefakte. Im Jahr 2003 beschlossen die Amsterdamer Behörden den Bau einer neuen U-Bahn-Linie. Dies erforderte den Verzicht auf die beiden alten Kanäle Damrak und Rockin. Diese Kanäle waren einst Zweige des Flusses Amstel und wurden häufig als Durchgangsstraße genutzt. Es stellt sich heraus, dass die unteren Teile dieser Kanäle buchstäblich mit verschiedenen Artefakten übersät sind. Einige davon stammen aus dem 13. Jahrhundert. Spezialisten drangen bis zu 20 m tief in die Kulturschicht vor und je tiefer sie vordrangen, desto älter waren die Funde, wobei sie eine große Anzahl von Münzen aus verschiedenen Ländern fanden. Und dann wurde beschlossen, alle Funde zu katalogisieren und zu digitalisieren. Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Ressource erstellt, mit der jeder alles ansehen und aus den Gefundenen sogar eine eigene Collage erstellen kann. Beweise für Leben auf der Erde vor 3,5 Milliarden Jahren. Geologen der University of New South Wales haben Fossilien, die in den 1980er Jahren in der australischen Wüste gefunden wurden, chemisch analysiert. Die Fossilien sind mehr als 3,5 Milliarden Jahre alt. Wissenschaftler gingen davon aus, dass es sich um organische Spuren handelte. Es war jedoch technisch unmöglich, dies zu beweisen. Bisher glaubten Wissenschaftler, dass die ältesten gefundenen Stromatolithen mit organischen Spuren Fossilien aus Grönland seien. Ihr Alter betrug 3,7 Milliarden Jahre. Im Zuge chemischer Forschungen fanden Wissenschaftler jedoch keine organischen Spuren auf diesem Gestein. Wissenschaftler haben ähnliche Arbeiten mit Fossilien aus Australien durchgeführt. Durch Rasterelektronenmikroskopie und Rastertransmissionselektronenmikroskopie, energiedispersive und Röntgenspektroskopie und römische Spektroskopie, Sekundärionen-Nanometermassenspektrometrie und stabile Isotopen-Kohlenstoffanalyse. Geologen weisen darauf hin, dass sie mehrere Methoden anwenden mussten, um das Vorhandensein organischer Elemente in Fossilien zu bestimmen. Darüber hinaus würde eine Methode das Vorhandensein von organischem Material nachweisen, eine andere jedoch nicht schlüssig. Die Schlussfolgerung konnte das Leben auf Stromatolithen nicht bestätigen. Die abschließende Analyse des Teams zeigte, dass die Stromatolithen größtenteils aus einem Mineral namens Pyrit bestehen, das von nanoskopischen Poren durchzogen ist.
Dieser Pyrit weist Einschlüsse aus stickstoffhaltigem organischem Material sowie Fäden aus organischem Material auf, die den Überresten von Biofilmen, die von mikrobiellen Kolonien gebildet werden, sehr ähnlich sind. Im Jahr 2008 entdeckten Wissenschaftler ein altes menschliches Fossil in einer Höhle in der sibirischen Region. Zuerst glaubten sie, dass es Neandertalern gehörte, doch nach bestandener Prüfung konnte nicht festgestellt werden, dass der Besitzer des Fossils einer bekannten prähistorischen Rasse angehörte. Gleichzeitig gibt es beim Vergleich der Mitochondrien 385 Unterschiede zwischen dem Besitzer dieses prähistorischen Fossils und dem modernen Menschen. Wem gehört es also? Im Jahr 2012 entdeckten Wissenschaftler dank der Rekombination des Fossilbodens, dass der Besitzer dieses Fossils ein Nachkomme des Homo sapiens und eines Neandertalers sein muss, der etwa 45.000 Jahre alt ist. Dank zahlreicher Analysen und Datenvergleiche fanden Wissenschaftler außerdem heraus, dass es vor etwa 451.000 Jahren aufgrund der Hybridisierung von Neandertalern und Homo sapiens zu einer Bevölkerungsexplosion auf der Erde kam. Es wurde angenommen, dass vor 60.000 Jahren der gemeinsame Vorfahre der Europäer und Asiaten, der Afrika verließ, mit den Neandertalern zu verschmelzen begann. Und das ist alles für heute, damit Sie die folgenden Videos nicht verpassen und sie als ein von eins sehen. Abonnieren Sie den Kanal und drücken Sie die Glocke. Bis bald!